So, hallo zusammen. Mein nächstes Modell wird das Stuck 3 Ausführung G, frühe Produktion von Dragon sein, Maßstab 1:72. Ich habe mir das Modell hauptsächlich deswegen gekauft, weil ich in meinem Depot noch massenweise 1:72er Figuren rumliegen habe. Zum Beispiel hier von Breite Panzerbesatzung oder von Pegasus Waffen-SS-Figuren oder sogar von Italeri italienische Gebirgsjäger oder halt diese Alpini. Irgendwas muss ich ja damit machen, und bevor das verschimmelt im Depot, mache ich lieber was damit. Deswegen werde ich jetzt ab und zu auch mal die kleinen Panzer bauen, weil mittlerweile ist der Detaillierungsgrad von denen ja eigentlich auch ziemlich cool, und sagt mit ein bisschen Ätzteile oder so kann man da sicher auch ein ansprechendes Modell machen, das meinen Wünschen nach Detaillierung auch entspricht. So, das Modell ist jetzt fertig gebaut. Das ging relativ flott und war auch nicht weiter schwierig, weil die Passgenauigkeit dann ziemlich gut war. Waren noch ein paar Ätzteile dabei für die Lüftergitter, was auch sehr positiv auffällt. So, als nächstes werde ich dann das Modell grundieren, und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht über ein Diorama. Deswegen habe ich hier von Breite schon mal ein paar Panzerbesatzungsfiguren zusammengebaut, und ich möchte auch jetzt so ein Artilleriegespann auf das Diorama setzen. Das ist jetzt von Revell. Sind dann auch Pferde dabei und die Mannschaft. Ja, das wird ganz gut. Ich habe jetzt noch nicht weiter Gedanken gemacht, wie das jetzt arrangiert wird zueinander. Ich dachte, die Besatzung sitzt auf dem Panzer und beobachtet so neugierig, wie das hier vorbeifährt. Und ja, aber ob jetzt da irgendwelche Gebäude oder weiß ich, wie das allgemeine Setup ist von dem Diorama, das weiß ich jetzt noch nicht. Jetzt ist alles bereit zum Grundieren. Das Stuck und das Artilleriegespann werde ich mit schwarzer Farbe grundieren und die Figuren mit hellgrauer Farbe.
Es hat keinen speziellen Grund. Ich finde nur bei Figuren ist hellgraue Farbe irgendwie angenehmer, wenn man die Details leichter erkennen kann. Aber man kann es auch schwarz grundieren oder weiß oder auch ein spezielles Grundierungsspray verwenden. Ist völlig unerheblich. Ich mache das einfach so, weil ich so gewöhnt bin und weil mir das so einfach leichter fällt. So, das Modell ist jetzt grundiert. Ich habe jetzt hier noch die Antenne ergänzt aus einem gezogenen Isast. Als nächstes kommt dann der eigentliche Farbauftrag mit Revell Matt 16 Sandgelb. Das werde ich jetzt aber nur neblig auftragen, damit manche Stellen die schwarze Grundierung durchscheint und es gibt dann so einfach einen tiefen Effekt. So, die Grundierung ist jetzt schon trocken und wie man sieht, sehr gleichmäßig auftragen. Das ist natürlich das A und O bei der Sache. Wie ihr gesehen habt, habe ich das immer so neblig auftragen, und immer, um einfach diesen gleichmäßigen Farbauftrag zu gewährleisten und auch um die höher liegenden Details zu betonen, weil die kriegen ja dann automatisch mehr Farbe ab. Und zum Beispiel hier unten am Fahrwerk zwischendrin, da ist jetzt viel weniger Farbe und es ergibt dann so eine Art Schatteneffekt, wie ja auch in echt vorhanden wäre. In etwa so, wie man es jetzt hier sieht. Die Räder sind natürlich weiter draußen und dementsprechend heller und die Fahrzeugwanne im Hintergrund natürlich dunkler. So, als nächstes kommt dann die Tarnung drauf. Da werde ich matt 39 dunkelgrün verwenden.
Bei größeren Modellen, zum Beispiel im Maßstab 1:35, würde ich jetzt noch ganz leicht nochmal mit der Sandfarbe drüber nebeln. Einfach um ein paar so Sprenkler zu beseitigen und um ja, die Farben zu homogenisieren, damit es nicht so bunt aussieht. Aber wie ihr seht, in diesem Fall ist es jetzt auf Anhieb gut gelungen, und bei so einem kleinen Modell darf der Kontrast auch gern etwas stärker sein, damit damit da noch wenigstens was überbleibt, sonst ist alles in so einem Einheitsbrei angemalt. Das sieht dann auch nicht so schön aus. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken über das Diorama gemacht. Das ist jetzt schon mal der Rohbau, ein bisschen Brotzeitbrettchen hier und Styropor aufeinander geklebt. Das Layout wird so sein, dass man hier einen Flusslauf hat mit einer Brücke, über die gerade das Artilleriegespann fährt, und hier nebendran irgendwo steht dann das Sturmgeschütz als Sicherung, oder weil die gerade eine Pause machen oder so in der Art. Und ja, so im Groben und Ganzen wäre es das. Vielleicht noch ein paar Figuren dazwischen, ein paar andere Details, Bäume, oder ich habe hier auch noch von Preises so einen Heuwagen, der könnte da vielleicht so halb im Wasser liegen irgendwie. Das wäre vielleicht auch noch was, irgendwie so. Zum Thema Sturmgeschütze habe ich hier noch einen kleinen Buchtipp, und zwar Sturmgeschütze, die Panzer der Infanterie von Franz Kurowski und Gottfried Tornau. Das ist ziemlicher Schinken, ist auch nicht allzu teuer, zumindest auf Amazon. Das Buch beschäftigt sich eben hauptsächlich mit der Entstehung der Sturmartillerie und eben den Einsätzen in den verschiedenen Feldzügen. Drum ist eigentlich hauptsächlich eine Sammlung von Einsatzberichten, verschiedenen Feldzüge und Einheiten, und ja, sehr interessant zu lesen. Einfach das passende Hintergrundmaterial. Ja, wen es interessiert, der kann sich ja mal anschauen. Sicherlich ein guter Kauf. Und wenn man ein bisschen Anregungen sucht für Dioramen, sind doch einige Fotos drin. Ja, und ich würde mal sagen, das ist jetzt soweit vom ersten Teil. Ich weiß nicht, wie viele jetzt noch folgen werden. Das sehen wir ja dann im Laufe der Zeit. Bis dahin, macht es gut, frohes Basteln.